Hi Leute, in den letzten zwei Videos habe ich gezeigt, wie ich die Vor- und Nachspeise der IHK-Prüfung zubereiten würde, wenn es meine Prüfung gewesen wäre. In diesem Video zeige ich, wie ich die Hauptspeise zubereiten würde. Und zwar möchte die IHK eine vegetarische Hauptspeise haben, entweder mit einem Strudelteig oder mit einem Mürbeteig. Heute war ich bei einer echten Prüfung dabei und habe über das ganze Video verteilt einige Tipps für euch bereitgestellt, also bis zum Ende schauen lohnt sich. Bevor ich verrate, was ich zubereiten werde, zeige ich euch nochmal die Zutatenliste. Also meine Hauptspeise wird sein, ein Gemüsestrudel gefüllt mit verschiedenem Gemüse. Außenrum platziere ich dann in der Pfanne geschwenkte grüne und weiße Spargelspitzen. Oben auf den Strudel lege ich ein Seitling und runde die Hauptspeise mit einer Kresse-Bechamel ab. Also los geht's. Erst schneide ich das Gemüse und schwenke es in der Pfanne durch. Man könnte hier das Gemüse so in die Pfanne geben, dass die Gemüsesorten, die länger zum Garen brauchen, zuerst in die Pfanne kommen. Aber ich entscheide mich dafür, dass ich das Ganze einzeln garen will. Danach mache ich den Strudelteig und knete ihn, bis er wie Gummi wird. Das Rezept des Strudelteigs findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nachdem der Teig genug geknetet wurde, lasse ich ihn etwa 30 Minuten ruhen und rolle ihn danach auf einem bemehlten Tuch ganz dünn aus. Er muss sogar so dünn sein, dass man fast durchgucken kann. Ihr seht hier bereits, wie man das Handtuch drunter erkennt. Jetzt noch die Faust bemehlen und den Teig auf der Faust hin und her bewegen und noch weiter ausdehnen. Danach noch die etwas dickeren Ränder dünn ziehen und dann ist er auch schon fertig. Dieses Video habe ich gestern gemacht und heute Morgen habe ich erfahren, dass ich kurzfristig bei der echten Prüfung als Spüler einspringen kann. Während ich die ganze Zeit gespült habe, hat ein Prüfer sehr viel Zeit für uns Spüler genommen und uns alles erklärt, weil in einem Jahr wären wir die Prüflinge. Am Ende durfte ich von allen Prüflingen die Vor-, Haupt- und Nachspeise probieren. 3 ganz wichtige Sachen sind mir bewusst geworden, die ich heute für mich selbst mitgenommen habe. Erstens, der Strudelteig reicht allein an sich als Sättigungsbeilage nicht aus. Wenn man innen drin die Süßkartoffeln verarbeitet hat, dann ist es ausreichend, sagte der Prüfer. Ein hohes Risiko besteht darin, dass man zu viele Zutaten beantragt und sie alle verbrauchen oder so verschwinden lassen muss, dass die Prüfer es nicht mitbekommen. Drittens, nur das zubereiten, was man wirklich 100% kann. Ich kann zum Beispiel von einem Strudelteig berichten, der zu viel Feuchtigkeit hatte und einfach zerfallen ist. Oder von einer Sauce Hollandaise, die geronnen ist. Und man steht da und kann kein Essen rausgeben und ist einfach nur am Verzweifeln. Übrigens, um die Feuchtigkeit des Gemüses im Strudelteig zu halten, kann man den Strudelteig zum Beispiel mit Paniermehl oder gemahlenen Mandeln bestreuen. Kommen wir jetzt zu der Kresse-Bechamel. Zuerst schwitze ich die Zwiebeln in Butter an, gebe dann Mehl dazu und mache somit eine Mehlschwitze, die später als Bindung dienen wird. Dann gebe ich die Gewürze rein, koche das Ganze einmal auf und wenn die Bindung stimmt, passiere ich die Bechamel, rühre die Kresse unter und lasse es einen Moment ziehen. Währenddessen gare ich kurz zuerst die dicken Spargelstücke, dann die dünnen an und zum Schluss schwenke ich noch kurz die Kräuterseitlinge durch. Übrigens, wer nur die Spargelspitzen verwenden will, muss den Rest des Spargels entweder unauffällig verschwinden lassen oder im Strudel verarbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, liked es, lasst mir ein Abo da und bald gibt es ein neues Video darüber, wie man innerhalb von einer Minute einen Wochenbericht für die Ausbildung schreibt.